Hallo und willkommen im ZAM, dem Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation an der Universität Bremen. Hier erforschen wir im Prinzip alles, was mit der Raumfahrt und dem Weltraum zu tun hat. Aber nicht nur das. Unter anderem forschen wir auch auf dem riesigen Gebiet der Quantenmechanik. Und einer, der davon besonders viel Ahnung hat, das ist Klaus Lämmerzahl, Professor für Weltraumwissenschaften am ZAM. Und seine Begleitung. Und der Hund, ja. Interessiert sich auch für Quantenmechanik. Bei jedem Spaziergang hat sie Quantenmechanik. Hat sie denn auch einen Namen? Sie heißt Josephine. Warum interessiert ihr beiden euch denn so für Quantenmechanik? Also die Quantenmechanik funktioniert ganz anders als unsere Erfahrungswelt. Und das ist spannend, das ist aufregend. Und wir wissen noch nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Aber die Natur schert sich natürlich nicht darum, was wir erwarten, sondern die Natur ist einfach so, wie sie ist. Und warum geht die Quantenmechanik uns alle etwas an? Die Quantenmechanik, die beschäftigt sich mit den kleinsten Bausteinen der Welt. Das sind die Elementarteilchen oder die Atome. Wir alle bestehen aus diesen Atomen, die auch wieder zu Molekülen zusammengebaut werden und größeren Molekülen. Und aus diesen Objekten bestehen wir alle und auch die Welt besteht aus diesen Objekten. Und warum spielt die Quantenmechanik innerhalb der Physik eine so besondere Rolle? Das Wesentliche hier ist, dass die Gesetze der Quantenmechanik unterschiedlich sind von den Gesetzen der klassischen Physik. Obwohl wir alle letztendlich aus quantenmechanischen Teilchen aufgebaut sind, sind die Gesetze im Kleinsten ganz verschieden von denen, wie wir sie hier im täglichen Leben erfahren. Diese grundlegenden Phänomene, die in der klassischen Physik einfach nicht auftreten, die sind hier sozusagen grundlegend für die neuen Technologien, die jetzt mehr und mehr wichtig werden. Und warum ist das so ein wichtiges Thema? Diese neuen Quantentechnologien haben eine sehr große Relevanz für unseren Alltag. Zum Beispiel kann man mit diesen neuen Technologien Quantenkommunikation betreiben, die dadurch ausgezeichnet ist, dass man nicht abgehört werden kann. Man kann abgehört werden, aber der Empfänger, der merkt das, wenn man abgehört wird. Es wird vom Sender ein quantenmechanischer Zustand losgeschickt und wenn ein Spion zwischendrin Informationen da abzweigen will, muss er natürlich diesen quantenmechanischen Zustand ausmessen und diese Ausmessung des Zustandes, die verändert den Zustand, was dann der Empfänger nachprüfen kann, dadurch, dass da irgendwelche Kontrollinformationen in den Zustand eingearbeitet worden ist. Aus diesem Grunde ist in der Quantenmechanik es nicht möglich, unbemerkt Informationen abzuhören. Ein weiteres Beispiel für die Relevanz der neuen Quantentechnologie sind die Quantencomputer, wo ebenfalls basierend auf den quantenmechanischen Zuständen Rechnungen sozusagen simuliert und durchgeführt werden können, die auf klassischen Computern sehr viel längere Zeit dauern, als wenn man sie sozusagen mit Hilfe von Quantenmaterie durchführt. Also es wurde, wie gesagt, experimentell gezeigt, dass sowohl die Quantenkommunikation wie auch das Quantencomputing im Prinzip funktioniert. Für die praktische Anwendbarkeit, für wirklich das tägliche Leben ist die Technologie noch nicht so weit. Aber das wird sich in den nächsten 20, 30 Jahren ändern und ich bin überzeugt davon, dass in 50 Jahren viele Probleme, die im täglichen Leben auftauchen, per Quantentechnologie gelöst werden. Warum ist dieses Thema für dich so spannend? Die Quantenmechanik ist die grundlegendste Theorie, die wir überhaupt haben. Sie ist anzuwenden auf alle Materieformen in der Welt. Alles muss durch die Quantenmechanik beschrieben werden. Was aber daran besonders spannend ist, dass die Gesetzmäßigkeiten in der Quantenwelt ganz anders sind als die Gesetzmäßigkeiten, so wie wir sie hier in der klassischen Welt mit Steinen und Satelliten und Planeten und so oder so kennen. Diese vollkommen anderen Effekte, die vollkommen kontraintuitiv sind, die sind absolut verwirrend und damit sehr, sehr spannend.
Ein großes Problem ist heutzutage natürlich auch die Verträglichkeit zwischen Quantenmechanik und Gravitation. Gravitation hat genauso einen Allanspruch wie die Quantenmechanik, nämlich alle Sorten von Materie wirken gravitierend und alle Sorten von Materie werden durch die Gravitation beeinflusst, aber die beiden Theorien sind nicht miteinander verträglich. Und das ist eine große Fragestellung, wie kann man diese beiden Theorien miteinander in Verbindung bringen, wie kann man sie konsistent machen, und vielleicht können wir dazu einen kleinen Beitrag dazu liefern.